Ich habe mir letztes Jahr einen großen Traum verwirklicht. Der Plan, Afrika mit eigenen Augen zu sehen. Dafür habe ich mir in Südafrika ein Auto gekauft und bin einfach Richtung Deutschland losgefahren. Was ich in den 22 Ländern alles erlebt habe, seht ihr hier. Alter, wow, Scheiße! Es ist Tag 155 auf dem afrikanischen Kontinent und ich bin in Angola angekommen. Seit 2 Tagen genieße ich nun schon die abgeschiedene Ruhe hier an diesem unglaublich schönen Strand. Auch wenn ich dieses Paradies nur ungern verlasse, so beschließe ich trotz alledem weiterzufahren, damit ich genügend Zeit habe, mich in der Hauptstadt Angolas um die weiteren Visas für die Demokratische Republik Kongo und weitere zu kümmern. Wie sich herausstellen wird, werde ich die Zeit auch dringendst brauchen. Und das ist jetzt ein Riesenproblem, weil ich bin jetzt stuck in Angola. Denn es läuft einfach alles schief. Dazu aber später mehr. Boah, ich habe jetzt mal wieder so einen krassen Schlafplatz gefunden. Ich bin jetzt hier bei dem Moon Valley, circa 60 Kilometer noch von Luanda entfernt. Und ja, es ist einfach so eine richtige Mondlandschaft, beziehungsweise so richtig verwaschene Felsen oder erodierte Felsen. Die sehen einfach unglaublich krass aus. Und ich bin einfach hier komplett auf so eine Brücke gefahren. Ich zeige es euch kurz. War nicht ganz ohne, weil ich habe keine Ahnung, das ist alles nur so Sandstein, das bröckelt relativ schnell ab. Und ich dachte so, fuck, wenn das abbricht, dann ist mein Auto futsch. Auf beiden Seiten geht es einfach runter. Ich meine, es ist schon ein bisschen Platz dazwischen. Aber ja, also wenn hier was abbricht und das Auto dann da runterfällt, dann war's das. Auf der anderen Seite genau dasselbe. Geil wäre, den Tisch darüber zu befördern und dann da einfach zu Abend zu essen. Hey, das wäre so heftig. Gestern und heute war ich einfach den ganzen Tag surfen, deswegen bin ich jetzt ziemlich platt und ja, es kommt mir jetzt gerade ganz gelegen, dass ich hier schon ein bisschen früher angekommen bin. Es ist gerade 12 Uhr, jetzt habe ich einige Stunden zum Chillen. Nachher laufe ich vielleicht noch in das Dorf vor und kaufe vielleicht Fisch. Mal schauen, aber ansonsten mache ich glaube heute nicht mehr viel. Ich habe das Surfboard immerhin nicht umsonst mitgenommen.
Ach so, ja, das Geilste ist hier einfach, dass das Meer mittlerweile einfach eine Temperatur hat, wo man komplett ohne Wetsuit reingehen kann, wo man einfach so mit Badehose, mit Shorts reingehen kann. Richtig, richtig cool. Krass. Was ein krasser Ort hier. Wow. Oh, oh, komme ich da wieder hoch? Es bröckelt alles ab. Oh, oh shit. Puh. Während die Sonne am Horizont untergeht, nähern sich plötzlich 3 Männer aus der Ferne. An der Geschwindigkeit und Haltung, mit der sie auf mich zustürmen, erkenne ich sofort, hier stimmt was nicht. Ich schließe mein Auto ab, vergrabe meinen Schlüssel und bewaffne mich mit Tränengas. Doch zu einem Kampf kommt es glücklicherweise nicht. Es stellt sich schnell heraus, dass die 3 Männer losgeschickt wurden, um Hilfe zu holen. Ihr Reisebus mit etwa 12 Insassen ist in einen Abgrund gestürzt und hat sich überschlagen. Glücklicherweise gab es keine Verletzten, was einem echten Wunder gleicht. Ob ich meine Winde auf dieser Reise noch für mich selbst benötigen werde, wird sich zeigen, aber ich bin froh, dass ich helfen konnte. Sorry für die kurze Unterbrechung, es geht gleich weiter mit dem Video. Ich möchte nur ganz kurz die Zeit nutzen, darauf aufmerksam zu machen, dass ich einfach viele Monate Zeit investiert habe. Die Serie ist zu 100% von mir selber produziert und gefilmt worden. Und wenn euch das Video gefällt oder die Serie, dann lasst bei dem Video doch einfach ein Like da oder einen Kommentar. Ihr wisst ja, wie es läuft für den Algorithmus. Wenn ihr in der Videobeschreibung schaut, dann findet ihr noch weitere Möglichkeiten, wie ihr mich einfach darüber hinaus unterstützen könnt, damit einfach zukünftig weitere größere Projekte auf diesem Kanal einfach ermöglicht werden. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und jetzt geht es erstmal weiter mit dem Video. Vielen Dank fürs Schauen, viel Spaß. You ready? Tiram essas placas. Joga, você tem de let's go. Das Auto wurde geborgen, perfekt. Hat überraschend gut geklappt. Aber ab hier ist dann das reinste Chaos. Wir sind 60 Kilometer von Luanda entfernt und die Gruppe kann keinen Bus mehr organisieren. Nach langem Hin und Her mit Google Translate biete ich ihnen an, 2 Personen mit nach Luanda zu nehmen, sodass diese dann vor Ort etwas organisieren können. Da ich aber meine Sachen auf dieser Klippe gelassen habe, muss ich das zuerst einsammeln. Und dann finde ich für bestimmt 1 Stunde trotz meiner hellen Scheinwerfer diese Klippe einfach nicht mehr und stürze selbst einmal fast ab. Bis wir dann alles eingepackt haben und fertig zum Fahren sind, hat die Gruppe dann auch schon was anderes organisieren können und ich werde nicht mehr gebraucht. Oh Mann ey.
also erneut einen Schlafplatz suchen. Am nächsten Tag geht es dann aber ohne weitere Zwischenfälle direkt nach Luanda, wo mich schon die nächste Überraschung erwartet. Ich war jetzt gerade in der Kongo-Botschaft, ich bin hier noch gegenüber von der und habe erfahren, dass ich hier einfach kein Visum ausgestellt bekomme. So eine Kacke, Mann. Hat die mir versucht zu erklären, dass es einfach nicht geht, dass ich einfach jetzt wieder nach Hause fliegen soll und dann wenn ich wieder herfliege, eben am Flughafen mein Visum bekomme. Ich sage, nein, auf keinen Fall. Ich habe hier mein Auto, ich fahre hier einmal quer durch Afrika durch und ich brauche dieses Visum. Oh, das fuckt mich gerade ein bisschen ab, aber irgendwie gibt es immer eine Lösung. Irgendwie geht's weiter. Ich spür's. Das kann nicht sein, dass das jetzt hier Dead End ist. Alter, so sauber war das Auto nicht mal, als ich das gekauft habe. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, das gar nicht zu putzen auf der Reise, aber die haben jetzt gemeint, das tut dem Lack nicht gut, wenn der vermischt ist mit ganz viel Feuchtigkeit vom Salzwasser, weil ich ja viel an der Küste gefahren bin und so. Ich habe neue Reifen seit gestern, richtig geil, weil die Straßen ab Demokratische Republik Kongo auch wirklich krass werden, feucht werden und ich brauche da gescheiten Grip. Ansonsten war ich die letzten 4 Tage einfach nur am Rumspringen, wirklich komplett am Rumspringen, voll im Fokus drin. Ich habe kein einziges Mal gefilmt. Bin von Ämtern zu Ämtern gesprungen, war auf mehreren Botschaften, auch bei der deutschen Botschaft, musste da einen zweiten Reisepass beantragen, den habe ich jetzt per Express nach Hause geschickt. Meine Eltern müssen den Reisepass jetzt zur Kongo-Botschaft schicken und ich hoffe, dass ja, in 2 Wochen, wenn mein Kumpel aus der Schweiz mich besuchen kommt, dass alles abgeschlossen ist, dass der den Reisepass dann mitbringen kann, damit ich auch weiterreisen kann. Es ist echt ein Geschieß hier an der Westküste mit den ganzen Visas. Hätte ich nicht gedacht, dass so viel organisatorischer Aufwand anfällt und ich meine, ich bin jetzt sicher schon 5 Tage hier in Luanda, habe mich noch hier bei dieser Lodge eben mit 2 anderen Schweizern getroffen, die von oben runter gefahren sind. Die haben mir noch einige Tipps gegeben. Hier ist ein richtiger botanischer Garten. Die haben alles selber im Garten, von Papayas, Avocados. Das ist irgend so eine Teepflanze, riecht so nach Zitrone, richtig geil. Hier sieht man die Ananas. Boah, ist das geil. Und da vorne läuft einfach ein Krokodil rum. Richtig krass. Also ich weiß nicht, was die hier alles haben. Auf jeden Fall ist es heftig. Also die haben hier wirklich einen Zoo. Da vorne ist ein Vogelstrauß. Mein Buddy. Der kommt sicher gleich her. Hey! Und den füttern wir kurz. Der hat immer Bock. Hier. Guck mal hier. Ja. Hast du Hunger, hä? Oh. Ja? Und da vorne ist das Krokodil. Oh, da ist... Fuck, ey. Boah. Fuck, ey. Okay, krasses Ding, Mann. Da sind noch Schildkröten drin. Da sind die Hasen. Das sollte ich vielleicht beim Krokodil nicht machen. Oh, da sind Welpen drin. Oh, der Käfig ist viel zu klein, hey. Das ist echt ein bisschen Abfuck hier, muss ich sagen. Das nervt mich ein bisschen, dass die Tiere alle hier eingesperrt sind. Ich meine, auch das Krokodil ist sicher nicht geil, das hier zu halten, ehrlich gesagt. 7 Welpen mit so einem kleinen Käfig, ey. Oh, was sind die süß. Da drüben sind die Schäferhunde. Ja, chill. Ich meine, ganz ehrlich, wie lange würdet ihr so einem Welpen in diesem Käfig hier geben? Wahrscheinlich nicht arg lang. Aber das machen wir natürlich nicht, dafür sind die viel zu süß. Und das Krokodil, ich weiß nicht, mit was das gefüttert wird hier. Mit Menschenfleisch. Ach, deswegen sind hier keine Gäste. Fuck, ey. Ich glaube, ich muss hier abhauen. Endlich habe ich mal ein paar Stunden Zeit, in denen ich mich um nichts kümmern muss und besuche den in der Nähe liegenden Strand.
Und dann haben wir kurz ein Musikvideo für diese crazy Angolaner aufgenommen. Pra valer, não vou esquecer do KDP, Wassa! Nós somos da Rede Nova, somos da Rede Nova! Yeah. 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 O Avô Santo! Yeah. O Dre Barra! Yeah. O Bandi Taxi! Yeah. O Decimima! Yeah. O Yano Estrela! Yeah. Olha a tropa! Caída! Caída! Wassa! Trabalho bonito! Salva de Baum, alle! Salva de Baum! Boah, aber ich sag's euch ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte die letzten 4 Tage nicht durchgestanden, hätte ich hier nicht zurückfahren können und hätte hier abends dann chillen können und mich einfach ausruhen können. Wirklich, so viel organisieren und dann wieder zu dem springen, dann fehlt wieder ein Dokument, dann muss man wieder irgendwo einen Ort suchen, wo man Dinge kopieren kann, dann fehlt wieder was, dann muss man wieder dahin springen. Dann sagen die einem, das geht plötzlich nicht, dann steht man da und denkt sich, was soll die Scheiße, du hast jetzt hier ewig gewartet. Ey, ich sag's euch, ein Hin und Her, ein Hickhack. Und deswegen wirklich ist das hier das Paradies zum abends ein bisschen auftanken. Einfach die Seele baumeln lassen, bevor dann der nächste Horrortag wieder beginnt. So, endlich geht's für mich mal wieder raus aus Luanda. Naja, jetzt fahre ich auf jeden Fall Richtung Landesinnere das erste Mal. Ich war jetzt ja die ganze Küste von Angola entlang gefahren. War nur am Anfang eben in Lubango im Landesinneren. Und bin jetzt gespannt, was das Landesinnere zu bieten hat. Es wird jetzt hier schon alles sehr viel grüner, sehr viel mehr Regenwald. Jetzt fahre ich heute noch wahrscheinlich bis zu den Kalandula-Fällen. Das sind, soweit ich weiß, die dritthöchsten Wasserfälle Afrikas. Da bin ich mal gespannt. Ich meine, ich bin jetzt nicht so ein Wasserfalltyp, aber kann man ja mal anschauen. Und was richtig krass ist, ey, hier wimmelt's von Schmetterlingen, wirklich. Das ist krass. Also wirklich, tausende Schmetterlinge vor mir. Ach so, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich jetzt für 4 Tage eben unterwegs bin, bevor es für mich dann wieder Richtung Luanda geht. Dann kommt schon mein Kumpel Josh mich besuchen, kommt hier in Luanda an. Der hat immer noch kein Visum für DRC, genauso wie ich. Boah, das wird alles schon ein bisschen kritisch und ja, ich hoffe auch, die Strecke wird machbar in den 2 Wochen. Das ist schon ein tougher Zeitplan und ich bin gespannt, wie er es finden wird, weil er war selber noch nie außerhalb Europas. Wird sicher auch spannend für ihn werden, aus der Schweiz direkt hier in das Klima jetzt zu kommen und einfach eine komplett neue Welt zu erleben.